Ich musste damit kämpfen, aber was am Ende geschah, war, dass die Menschen begannen. Meine Familie nahm es sehr interessiert auf. Ich habe einen Bruder und eine Schwester, die so sind. Ja, John, du hast es gesagt. Wir glauben es, nicht wahr? Ich habe andere Geschwister, die sagen, du spinnst. Wir sind Katholiken, das geht nicht. Ich respektiere und liebe sie, denn Spiritualität ist eine persönliche Reise. Ich möchte John Davis in der Sendung begrüßen. Wie geht es dir, John? Mir geht es prima. Danke, Alex, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich darauf, mit dir zu sprechen, mein Freund. Deine Geschichte ist sehr interessant. Noch nie war jemand wie du in der Sendung. Leute mit Erinnerungen an frühere Leben und vorgeburtliche Erfahrungen hatten wir schon. Du weißt, der Mann, der gerade hinter dir sitzt und uns beobachtet, das ist Herr Señor Jesus. Er ist in der Sendung schon oft bei Nahtoderfahrungen aufgetreten. Ich sage immer scherzhaft, er ist der fleißigste Mann. Auf der anderen Seite, weil er ständig überall ist. Ich bin wirklich sehr neugierig auf Ihren Weg. Daher ist meine erste Frage an Sie. Wie haben Sie Ihre spirituelle Reise begonnen und wie war Ihr Leben davor? Das Thema, über das wir sprechen werden? Natürlich, ich wuchs in einer netten katholischen Familie auf. Wir waren 7 Kinder. Also offensichtlich. Meine Mutter hatte ihren Masterabschluss in Liturgiewissenschaft und war Leiterin der liturgischen Lehre in unserer Kirche. Und sie war eine sehr katholische Person, aber auch sehr spirituell. Sie lebte die Liebe. Sie tat heimlich karitative Dinge, ohne es jemandem zu erzählen. Das alles haben wir erst nach ihrem Tod erfahren. Als ich 18 wurde, kam meine Mutter zu mir und sagte, John, Spiritualität ist eine persönliche Reise, geh und finde heraus, was du glaubst. Und ich dachte, super, kein Kirchgang mehr nötig. Also erkundete ich Atheismus, Buddhismus und Hinduismus. Ich begann wirklich nur, mich vorsichtig heranzutasten und zu experimentieren, und ich kam zu der Erkenntnis, dass ich glaubte an einen Gott, tendierte zum Agnostizismus. Ich spürte, da war etwas, war aber nicht überzeugt genug für einen Namen, wusste jedoch, es existierte. Und dann, soll ich weiter erzählen, was danach geschehen ist? Natürlich, erzähl, was danach passiert ist. Also, ich war Entertainer auf einem Renaissance-Festival und machte eine Comedy-Show namens Hack and Slash. Wir zeigten Schwertkämpfe weltweit, auch an Frontlinien im Irak und Afghanistan, sowie bei 6 USO-Touren. Wir waren bei einem Event in Kanada und ich war auf einer Party bei einem Freund, saß dort auf dieser Feier und lehnte mich einfach hinten im Raum zurück und diese Frau starrte mich die ganze Zeit an. Das ist irgendwie seltsam, denn ich wusste, dass ihr Ehemann direkt neben ihr saß. Ich dachte mir, das ist einfach nur seltsam. Und plötzlich steht sie auf, geht quer durch den Raum. Sie sagt, du weißt, dass du mit Jesus gegangen bist, oder? Ich war, weißt du, ich habe nie wirklich zu meiner katholischen Erziehung gepasst, oder? Hab das nie ganz akzeptiert. Egal. Irgendwie ignorierte ich es. Und dann, 2, 3 Wochen später, war ich beim Renaissance Festival in Maryland und ein Wohnmobil kommt an, sie steigt aus. Sie ist dort, um mit der Band ihres Mannes die Show zu machen. Also sitzt diese Person jetzt direkt mir gegenüber und Neugier packt mich. Ich ziehe sie zur Seite. Was ist los? Sie antwortet, na gut, ich gebe dir eine Lesung. Überraschend stellt sich heraus, dass sie Wahrsagerin ist, obwohl ich damals nichts von Wahrsagerei hielt. Ihre Lesung beginnt mit der Enthüllung, dass ich in einem früheren Leben mit Jesus gewandelt bin. Und ich denke nur, okay. Aber das Seltsame war, auf einer tiefen, intuitiven Ebene fühlte es sich irgendwie wahr an. Das hat mich völlig aus der Fassung gebracht. Wie konnte ich so denken? Wie so fühlen? Also vereinbarte ich eine weitere Sitzung mit ihr. Beim 3. Mal fiel sie mitten in der Sitzung in tiefe Trance und sagte, Johannes der Alte, Johannes der Neue, ich liebe dich, habe dich immer geliebt, werde dich immer lieben, bin bei dir. Ich war stets bei dir und werde es immer sein. Das hat mich aus der Fassung gebracht, also bin ich weggelaufen. Wortwörtlich. Was passiert ist, war, dass ich ihr die nächsten Wochen einfach aus dem Weg gegangen bin. Und ich dachte mir, Mann, das ist verrückt. Das ist einfach falsch. Wegen meiner katholischen Erziehung sagte er mir, es sei falsch. Und ich saß auf dem Festivalgelände mit einer anderen Freundin, die ich seit Jahren kannte, und mitten im Gespräch hält sie inne. Sie sagt, du weißt schon, du warst der geliebte Johannes, oder? Und ich war, weißt du, das ist jemand ganz anderes, jemand Neues. Und ich dachte mir, Mann, das ist so bizarr.
Also dann, meine Freundin, mit der ich sprach. Sie fertigte Schmuck und verkaufte ihn auf einer Esoterikmesse. Ich besuchte sie dort, schlenderte an den Beraterständen entlang, als plötzlich eine Frau ihre Sitzung unterbrach, auf mich zustürzte, mich am Arm ergriff und behauptete, ich sei der geliebte Johannes. Jetzt werde ich wirklich nervös, denn es sind jetzt schon 3 von ihnen haben es mir gesagt, nicht wahr? Und dann fing es einfach so an, spontan. Es waren schließlich insgesamt 19, die aus heiterem Himmel kamen und mir das erzählten. Und es kam so weit, dass ich bin ein wissenschaftlich denkender Mensch, ich will Beweise und ich will nicht, dass mir Hellseher etwas erzählen. So war ich damals. Und ich befand mich in einer Phase. Ich brauche Beweise, weil ich glaube, ich werde verrückt. Ich war mir sicher, ich verliere den Verstand. Ich bat Gott, gib mir ein Zeichen, irgendeines, dass ich den richtigen Weg gehe. Da hatte ich ein Buch gekauft, ein Taschenbuch. Edgar Cayce über das Millennium. Und ich dachte, ja, sicher, als ob das ein Zeichen sei. Ich werde einfach mal nachschauen, was er über das Millennium zu sagen hat. Ich schlage Seite 32 auf und genau in der Mitte steht, Johannes, der Geliebte, wird wieder Johannes genannt. Und also begann ich sofort mit der Suche nach einen Psychotherapeuten für Rückführungen in frühere Leben. Ich suchte mehr als jemanden mit bloßem Online-Kurs. Oder jemanden, der ein Buch gelesen hatte und eine Regression durchführen wollte. Ich wollte einen echten. Psychotherapeutin, eine Hypnotherapeutin, die es wirklich beherrscht. Ich fand eine Dame in Virginia und ging schließlich zu ihr. Die Woche davor war ich dort. Sie leitete eine Meditation, um mich an ihre Stimme zu gewöhnen. Eine Woche lang meditierte ich daheim mit ihrem Band. Und dann das. In der darauffolgenden Woche kam ich zurück. Als ich zurückkam, setzte sie mich hin. Ich lag dort und sie leitete mich in diese Hypnotherapiesitzung. Sie hebt dich empor und lässt dich dann sanft in die Hypnose hinabgleiten. Als ich meine Augen öffnete, hatte ich ein intensives körperliches Erlebnis. Es war, als ob ich an diesem Ufer stehen würde. Es war zugleich sandig und auch felsig. Und ich konnte den Wind spüren, die frische Luft riechen. Und da waren einfach Leute, die umhergingen. Und ich dachte so, oh wow. Und ich schaute nach unten und meine Beine waren nackt. Und ich dachte so, aha, kein Apostel, denn die trugen immer Roben, nicht wahr? So wenig habe ich damals nachgedacht. Später fand ich bei meinen Recherchen heraus, denn ich bin sehr auf Recherche ausgerichtet, dass das, was ich tatsächlich trug, als Fischerkittel bekannt war. Es war buchstäblich das, was sie trugen, wenn sie auf dem See Genezareth fischen gingen, denn wenn sie Roben trugen und über Bord gingen, würden sie ertrinken. Mit den nackten Armen und Beinen war es wie ein einteiliger Badeanzug aus Galiläa. Und während ich hier sitze und diese ganze Erfahrung mache, fragt sie, was ist der nächstwichtigste Moment? Und es wechselte zu Leuten, die vor mir den Strand entlang liefen. Ich sehe sie dort laufen und denke, da gehen Menschen. Ich drehe mich um, blicke hinunter und weiter unten am Strand ist eine Menschenmenge. Währenddessen schaue ich weiter den Strand hinab. Ich sage zu ihr, da ist eine Menschenmenge. Und sie fragt, willst du sehen, was da los ist? Ich sage, ja. Also gehe ich zu dieser Menschenmenge rüber und da ist wirklich eine Menge Leute. Ich drängele mich durch die Menge bis ins Zentrum. Je näher ich dem Zentrum der Menge komme, fange ich an zu spüren, dieses Gefühl von reiner, bedingungsloser Liebe. Ich öffne mich der Menge und sehe ihn, diesen Typen, nicht wahr? Dort stehend. Es ist ein Gemälde, das ich nach dieser Rückführung gemalt habe. Und ich konnte ihn spüren. Ich konnte seine Anwesenheit fühlen. Du hörst mich in der Rückführung sagen, oh mein Gott, ich kann ihn spüren. Und ich begann zu keuchen und es war überwältigend, dieses Gefühl. Und er sah mich an, als ob er mich kennen würde. Er lächelte. Er kam herüber, hob seine Hand, legte sie auf meine Brust. Und ich hatte. In meiner Rückführung hatte ich im Grunde, was die meisten Leute vielleicht als Nahtoderfahrung bezeichnen würden. Ich verließ die Illusion des Hier. Und ich landete in einer reinen, weißen Weite. Obwohl ich wusste, dass Distanz existierte, waren keine Wände sichtbar. Die Entfernung war nicht erkennbar. Man wusste nur, man befand sich in einem Raum aus Weiß. Ich fühlte mich vollkommen eins mit allem und jedem. Der Rückführungstherapeut war verwirrt. Sie fragt, bist du bei ihm oder bist du er? Ich antworte, ich bin in ihm und sage, es ist alles Liebe. Sie ließ mich so und versuchte weiter, mich herauszubringen. Bleib, solange du musst,
sagte sie. Ich blieb schließlich 7 oder 8 Minuten, was, wenn du von meiner Regression gehört hast, bemerkenswert ist. Ich habe diesen Teil herausgeschnitten, weil man mich etwa 7 Minuten lang stöhnen hören kann. Das ist riskant, denn es könnte missbraucht werden. Aber dann fragt sie, was ist der nächste wichtigste Moment? Und der nächste wichtige Moment war, dass ich all meine Ängste und Sorgen gefühlt und erlebt habe. Und ich hatte eine vollständige Erkenntnis, dass ich in die physische Welt kommen musste, um diese Trennung von dieser Liebe zu spüren. Ist ein Teil des Kennens und Erlebens dieser Liebe. Denn ohne die Grundlage unserer Ängste und Sorgen könnten wir Liebe nicht vollständig erfassen. Wir könnten Gott nicht gänzlich kennen, wären wir nicht hier, um diese zu erfahren. Und dann wurde es mir klar. Lass mich die Zeile verstehen. Auch wenn ich durch das Tal des Schattens des Todes gehe, werde ich kein Böses fürchten. Denn wir steigen hinab in diese physische Erfahrung, das Tal, und wir wandeln durch den Schatten des Todes. Wir befinden uns an einem Ort, wo der Tod eine Möglichkeit für den Körper ist, aber wir selbst sind nicht vom Körper. Wir sind von etwas Größerem. Und so kommen wir in dieses Tal, um diese Trennung zu erleben, damit wir Gott vollkommener erkennen können. Und in einer Rückführungstherapie leiten Sie die Person bewusst und zielgerichtet bis zum Punkt des Lebensendes, um ihr eine physische Erfahrung zu ermöglichen. Ein emotionales Erlebnis, um O zu fühlen. Das ist wirklich, als sie mich ans Ende des Lebens führte, das eine, was sie nicht erkannte, ist das im Leben des alten John. Und ich sage ausdrücklich der alte John, denn ich bin der neue John, nicht der alte John, verstehe ich nicht unbedingt, was Reinkarnation ist. Ich bin nicht eitel, um meinem Wissen ein Etikett zu geben. Ich weiß nicht, ob nur ich diese Informationen oder Erinnerungen habe. Es könnten Tausende sein. Vielleicht ist der Zugriff für uns alle möglich. Aber es ist irrelevant, wer du einst warst. Wichtig ist, wer du jetzt bist. Sie fragt, was ist der nächstwichtigste Moment? Wieder, wie würdest du dich dabei fühlen, seinen Tod zu sehen? Aber für John, ihr Ausspruch, das war der Tod von Jeshua ben Joseph, so nannte ich ihn. Und Blicke richteten sich auf die Kreuzigung. In meiner Rückführung hörst du mich schreien, überwältigt, denn ich sehe zu ihm auf. Und er ist nur ein Brei von einem Mann, blutüberströmt und geschlagen. Noch einmal nahm ich meine Geschichte und ich begann Details aufzuschreiben. Und es gibt viele Details darin, die ziemlich grausam sind. Aber später stellte ich fest, dass sie ziemlich genau waren. Wie zum Beispiel, das einzige Beweisstück einer römischen Kreuzigung ist ein Nagel quer durchs Knöchelbein. In meiner Erinnerung waren seine Füße seitlich am Kreuz, mit Nägeln durch die Knöchel in die Kreuzseiten getrieben. Es fehlte die kleine Plattform für die Füße, wie sie oft am Kreuz gezeigt wird. Und die anderen Nägel waren hier, nicht dort, wie üblicherweise dargestellt. Es war, als würden Nägel durch den Knochen getrieben, damit es hält. So kam ich zurück mit kleinen Informationshäppchen, die ich recherchieren konnte, was großartig war. Aber was danach? Ich fuhr fort und machte viele interessante Erfahrungen, inspiriert von dem Gedanken, mein Gelerntes und das Bewusstsein zu nutzen, dass wir hier sind, um Ängste und Sorgen zu erleben und zu verstehen. Das, was wir denken und wie wir unsere Erfahrungen verarbeiten, wird um uns herum erschaffen. Und das ist meine größte Erkenntnis, im gegenwärtigen Moment sehr präsent zu sein und zu verstehen, dass Gedanken schöpferisch wirken, ebenso wie die Beziehung zu Angst und Liebe ist, wie du die Welt erschaffst. Ich hoffe, dass meine Leser da sind. Das ist eine erstaunliche Erinnerung oder eine beeindruckende Geschichte deiner Erlebnisse. Okay, du hast also die neuen Infos, dass du mit Joshua gegangen bist und du entscheidest, es ist eine Sache, Infos zu kennen, eine andere, sie zu veröffentlichen. Du hast gehandelt. Wie reagierte dein Umfeld, Familie und Mutter darauf? Deine Kollegen, deine Freunde? Wie ich in der Sendung immer sage, denn oft haben Leute, die zu Gast sind, ein spirituelles Erwachen oder unsere Kanäle oder unsere Hellseher oder Medien oder hatten eine Nahtoderfahrung. Sie leeren im Allgemeinen den Raum. Wenn du sagst, dass dir irgendetwas davon passiert ist, leert es den Raum. Wie bist du damit psychologisch umgegangen und wie war es? Lange Zeit habe ich vermieden, darüber zu sprechen, weil ich nicht als jemand gelten wollte, der glaubt, er sei Napoleon. Denn in früheren Leben behaupten viele Menschen gerne, ich war Alexander der Große.
Natürlich war ich nicht Bob, der hinter dem Esel her die Exkremente wegräumte. Dieser Typ war ich nicht. Ich wollte nicht der Typ sein, der sich für eine berühmte historische Persönlichkeit hielt. Und so war ich halt. Ich musste damit kämpfen. Aber was schließlich geschah, war, dass die Menschen begannen. Meine Familie nahmen es sehr interessiert auf. Ich habe einen Bruder und eine Schwester, die so denken, ja, John, du hast recht, wir glauben dir, oder? Andere Geschwister meinen, ich rede Unsinn. Wir sind katholisch und ich respektiere und liebe sie, denn Spiritualität ist eine persönliche Reise und wir finden alle unseren eigenen Weg. In der Bibel steht, in meines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen. Ich glaube, man kann Liebe in jeder Religion der Welt finden. Aber es geht darum, ob man Liebe findet oder ob man Urteil findet. Und wenn man Urteil, Angst, Sorge und das Bedürfnis, Recht zu haben, findet, dann ist man nicht wirklich inklusiv. Jetzt sprechen wir über meine Mutter. Denn meine Mutter ist genau dort auf jenem Bild da drüben. Meine Mutter, Magister in Liturgik, eine erstaunliche Persönlichkeit, hat mich früh auf meinen spirituellen Weg gebracht. Ich gehe zu ihr und erzähle es ihr, ganz offen dafür. Ganz offen dafür. Aber sie hat mir nicht unbedingt mitgeteilt, wie offen sie dafür war und dass sie ein wenig nervös deswegen war. Und sie ging zu ihrem katholischen Priester, direkt aus Irland, Haare mittig gescheitelt, nicht wahr? Hey, direkt aus Irland war er. Und sie sagt, Vater, ich mache mir wirklich Sorgen. Mein Sohn glaubt, er sei ein wiedergeborener Apostel. Und der Priester machte so. Verwerf es nicht. Es könnte sein. Für diejenigen, die das nicht sehen, er drehte sich um und blickte über beide Schultern, bevor er sprach. Es könnte wahr sein, was stets fasziniert. Wissen Sie, was immer interessant ist, das habe ich von vielen erfahren, mit denen ich sprach, ist, wie unterschiedlich sie sich öffentlich präsentieren im Vergleich zu ihrem privaten Auftreten. Kürzlich sprach ich mit einem Quantenphysiker und sagte, hören Sie, Sie alle müssen ein Gespür haben. Ansehen in Ihrer Gemeinschaft ist essentiell. Würden Sie wirklich aussprechen, was Sie denken, könnten Sie verstoßen werden. Doch in privater Runde, sei es auf einer Dinnerparty mit Freunden, zu Hause oder bei einem Drink, ändern sich die Gespräche. Was Sie dann sagen, weicht stark von dem ab, was Sie in Vorlesungen lehren. Es ist interessant und das gilt für alle Gesellschaftsschichten, weil vor 20 Jahren veröffentlichte ich diese Geschichte. Ein Buch mit dem Titel John of Old, John of New über mich schrieb das erste Medium, das mich beriet. Und Ihr Buch ist noch auf Amazon verfügbar. Ich verdiene nichts, also will ich kein Buch verkaufen. Es gehört ihr, genau. Aber ich habe im ganzen Land Vorträge gehalten. Ich sprach bei der Vereinigung für Forschung, Erleuchtung, Einheitskirchen, metaphysischen Zentren und war überall in Kanada unterwegs, um Dinge zu tun. Und mir wurde klar, dass alle zu sehr darin investiert waren, wer ich bin und nicht in das, worüber ich eigentlich spreche. Und so beschloss ich, diese Informationen zu nehmen und ich werde es in eine andere Wortwahl verpacken. Und ich werde aufhören, zu den Überzeugten zu sprechen und stattdessen anfangen, Leute zu suchen, die auf den Weg gebracht werden müssen. Also wurde ich ein Motivationstrainer für Unternehmen. Und was ich wirklich interessant fand, ist, dass ich zu diesen Vorträgen ging und wirklich coole Reden hielt. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Am Ende meiner Rede suchte ich mir die schüchternste Person aus meinem Publikum aus. Ich brachte sie vor allen auf die Bühne. Indem ich ihre Angst managte und sie auf das Jetzt fokussierte, lernten sie in 5 Minuten mit der Peitsche zu knallen und Ziele aus meiner Hand zu treffen. Genau, wortwörtlich. Es geht darum, es zu managen. Was ich herausfand, am Ende der Rede stand ich da und die Leute kamen, bedankten sich. Das war großartig. Eine Gruppe stand immer abseits. Nachdem die anderen weg waren, traten sie heran, lehnten sich vor und sagten, ich weiß, wovon du sprichst. Sie wollten es in der Unternehmensumgebung nicht aussprechen. Genau. Aber natürlich, wir verbergen oft unsere Spiritualität aus Angst, anders zu sein. Diese Furcht, anders zu sein, ist tiefgehend die Angst, nicht geliebt zu werden. Es geht letztlich darum, dass wir fürchten, in irgendeiner Weise nicht Liebe zu erfahren. Deshalb sind wir hier, um diese Angst, nicht geliebt zu werden, zu erleben und um sie zu überwinden. Der Buddha lehrte, das Geheimnis der Erleuchtung sei die Überwindung aller Ängste. Und im Sufismus glaubt man, dass Gott auf der einen Seite eines Schleiers ist und wir auf der anderen. Unser Leben ist der Kampf gegen den Schleier und der Schleier ist unsere Angst. Es geht also wirklich darum, im Leben mit unseren Ängsten umzugehen. Angst ist der größte Antrieb. Alles dreht sich um die Furcht vor der Angst. Angst. Wut ist letztlich Angst.
Wut ist Angst. Alles dreht sich in der einen oder anderen Weise um unsere Ängste. Und sogar, wenn gesagt wird, die größte Angst sei nicht der Tod, sondern öffentliches Sprechen, stimmt das. Es ist die Furcht, von der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Es ist korrekt. Betrachtet man Angst wissenschaftlich, ist sie eine emotionale Reaktion auf ein potenzielles zukünftiges Ereignis, das eintreten kann oder nicht, mit Fokus auf ein negatives Resultat. Angst entsteht also aus der Überzeugung, dass ein negatives Ergebnis eintreten wird. Ich nenne das negativ fokussierte Ungewissheit, was Angst ausmacht. Und wenn du deinen Fokus von negativ auf positiv änderst, sie schaffen eine ganz andere Erfahrung. Zum Beispiel, ich meine damit, sehr präsent zu sein. Die meisten Menschen weltweit, sie verharren in ihrem gegenwärtigen Moment und wälzen all die ängstigenden Dinge, die in ihrem Leben passiert sind, und sie entscheiden, so ist die Welt. Also genau hier, in diesem Moment, ist die Welt so. Also erschaffe ich mehr davon, denn darauf konzentriere ich mich. Das ist, wo mein Glaube liegt. Mein Vertrauen ist dort. Die Bibel sagt, was immer du im Namen Gottes erbittest, wird dir gewährt, wenn du Glauben hast. Mose sprach, Gottes Name ist Ich Bin. Also bin ich. Ein Opfer davon, ein Produkt davon, ein schrecklicher Mensch deswegen. Selbst erstaunliche Gnade nennt mich Elenden, nicht wahr? All das sagt es, nicht wahr? Also sitzen Sie hier in diesem Moment und verkünden diese Dinge, ich bin das. Und Gott gewährt Ihnen das, denn das wollen Sie. Menschen, die in die nächste Seelenebene aufsteigen und es mit deinem Namen verbinden. Hier sind die, die sagen, okay, machen wir. Hier ist mein Ursprung, das Produkt meiner Überzeugungen, doch nun ändere ich das. Sie beginnen, die unbewussten Glaubenssätze, die sie lenken, zu verneinen und konzentrieren sich bewusst auf ein positives Ergebnis. Siehst du, die meisten Menschen glauben, die Zeit linear zu durchleben. Aber wir erleben die Zeit nicht. Zeit durchströmt uns. Wir sind nie im gegenwärtigen Moment. Die Vergangenheit besteht aus Erinnerungen an Momente, die einst gegenwärtig waren. Die Zukunft ist ein Ort für Ziele unserer nächsten Gegenwart, die wir nie wirklich erreichen. Wenn wir endlich das erleben, worauf wir warten, ist es im Jetzt. So nähert sich die Zukunft stetig und wird klarer, je näher sie kommt. Deshalb sollten wir in diesem Moment, in dem wir uns auf das Positive konzentrieren, freudig vollkommene Gesundheit empfangen. Und du verweilst an jenem Ort. Was du tust, ist, du bringst diese Realität in den Fokus. Und dann erlebst du sie in deinem gegenwärtigen Moment. Und dann sinkt sie hinab in dein unterbewusstes Gedächtnis. In der Bibel steht, man soll wiedergeboren werden. Das sagen nicht die Zeugen Jehovas. Es ist, wie es ist. Leg deine Vergangenheit ab. Beginne etwas Neues zu erschaffen. Bringe Neues in deine Erfahrungen ein. Ich hatte das Glück, in meinem Leben Menschen zuzusehen. Glauben, sich aus dem Rollstuhl zu erheben. Sieh dir die Erfahrungsberichte für private Sitzungen auf meiner Seite an. Dort findest du den Bericht einer Dame mit einem Tumor. Sie begann, sehr präsent wurde und begann, die positiven Affirmationen anzuwenden. Nun, Affirmationen. Auch das ist ein interessantes Thema. Positive Absicht oder Glaube, positiver Glaube. Ihr Tumor schrumpfte. Es zeigt, dass in uns allen etwas Göttliches ist. In der Bibel sagt Jesus, größere Werke, als ich vollbracht habe, werdet ihr vollbringen. Ihr seid Götter. Euer Glaube heilt euch. Er hat sich nicht auf ein Podest gestellt. Er hat uns das Potenzial aufgezeigt, das wir haben. Und die Vorstellung, dass wir eins mit Gott sind und Gott ein Miterschaffer ist. Wir sind Inspiration und Ergebnis, Gott der Pinsel, der auf der Leinwand malt. Alle benötigten Werkzeuge. Schön gesagt, mein Freund. Wunderschön gesagt. Ich möchte nun tiefer eindringen, denn selten kann ich mit jemandem reden, der mit Jeschu gegangen ist. Ich habe Fragen, die ich schon immer klären wollte, über die ich viel gehört habe. Ich habe studiert, in spirituellen Texten geforscht und so weiter. Doch die größte Frage bleibt, da ich ebenfalls auf dem Weg der Heilung bin. Und ich empfinde Schuldgefühle wegen... Weißt du das Witzige daran, Alex? Mein erstes Buch erscheint diesen Sommer mit dem Titel Der Wegweiser für genesende Katholiken zur Spiritualität. Amen, Amen. Ich freue mich sehr, dieses Buch zu lesen. Es wird fantastisch. Aber
Das, was mich immer fasziniert hat, unter vielem anderen, was die Kirche lehrte, war, dass Jesus geboren wurde. Bla 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 tauchte mit 30 auf. Also das bla 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 ist das Problem. Das hatte ich schon immer, seit ich ein Kind war. Wenn ich zu Seinfeld zurückkehren könnte, das bla bla bla. Hab gelesen aus hinduistischen Texten und yogischen Philosophien, dass Jesus ein Yogi war. Hast du von Sri Isa gehört? Genau. Also kannst du den Leuten erklären, soweit du kannst, was in der Zeit zwischen seiner Geburt und dann passiert ist, als er quasi als Meister auftrat? Natürlich. Also lassen Sie mich zunächst ein paar Dinge verknüpfen. Die ganze Geschichte der Jungfrauengeburt. Sie müssen bedenken, dass Matthäus, Markus und Lukas, die Bücher Matthäus, Markus und Lukas, Theologen und Bibelwissenschaftler meinen, dass die Schriften aus einer Quelle stammen, nicht von Einzelautoren verfasst wurden. Die heutige Bibel ist ein Konglomerat und eine Bearbeitung vieler Bücher. Und beim Konzil von Nicäa, es wurde die kanonisierte Bibel erstellt. Betrachten Sie jungfräuliche Geburten. Jesus hatte eine jungfräuliche Geburt, ein Wunder, nicht wahr? Auch Plato. Ebenso Horus in Ägypten waren jungfräuliche Geburten. Und die meisten anderen Jungferngeburten der Geschichte stammen aus römischer und heidnischer Mythologie. Ich erinnere mich an Jeschuas Geburt, an ihn als Mann. Keine Gottheit, kein Chorgesang beim Betreten des Raums. Er war ein Kerl. Und er war der coolste Kerl überhaupt, oder? Als ich, und ich meine den damaligen Johannes, ihn in einem früheren Leben traf. Es war, als er zurückgekommen war. Aber mir war vollkommen bewusst, dass er gerade von weit her zurückgekehrt war. Also, nur zur Klärung, denn zurückkommen könnte auch von den Toten heißen. Ich muss das wirklich klarstellen. Ich werfe das mal in den Raum, weil es lustig ist. Ist er von den Toten auferstanden? Nein, er ging auf Reisen und kam zurück. Ja, er kam zurück aus dem Osten und viele der Lehren, die er verbreitete, passen nicht zum Judentum und definitiv nicht zum Christentum. Weil er nicht an einen Messias glaubte, glaubte er nicht an einen Retter. Eine der wirklichen Erinnerungen, die ich habe, ist das Meiden der Essener. Denn sie wollten, dass er nicht nur die Rolle des Messias übernimmt, sondern auch die des Königs. Und sie wollten, dass er tatsächlich ein Heer aufstellt und gegen Rom kämpft, aber er wollte es nicht tun. Deshalb mieden wir das Lager der Essener, weil sie wissen, dass sie etwas fordern, das ich nicht tun werde. Aber ja, ich glaube wirklich, dass er in Indien war, obwohl ich nicht bei ihm war und daher keine Erinnerung daran habe, dass er dort war. Ich glaube es wirklich, denn das war einfach unser Verständnis davon. Jetzt, wenn man nach Indien reist, was eine faszinierende Reise ist, als ich durch Indien gereist bin. Sie können alles über Sri Isa erfahren. Sie berichten, wo er war und was er tat. Fragen Sie nach seinem Schicksal, sagen Sie, er sei heimgekehrt und gekreuzigt worden. Es gibt noch etwas. In Indien, wenn Sie dort sind, nach der Auferstehung gedacht. Er kam zurück mit seiner Frau und hatte Kinder und verbrachte dort den Rest seines Lebens. Und es gibt Sekten des Hinduismus, die das glauben. Ich persönlich hoffe, dass das wahr ist, denn ich hätte dem Mann ein glückliches Ende in seinem Leben wirklich gegönnt. Ist er also auferstanden? Diese Frage bekomme ich immer wieder, und ich werde sie mit deiner Frage verknüpfen. Er auferstanden? Ich erinnere mich an ihn gekreuzigt und daran, seinen Körper getragen zu haben. Zu einem Grab, über das ich eine interessante Psychometriegeschichte erzählen kann. Als ich zum Gartengrab in Israel kam, wurde mir übel. Ich musste weinen und klagen, ohne zu wissen, dass ich dorthin gelangen würde, als wir hingingen. Aber ich habe eine deutliche Erinnerung. Bedenken Sie, ich sagte die zweite Lesung. Das Medium vollzog eine komplette Körpertranskanalisation, oder? Sie hat wirklich... An einem Punkt in dieser Phase der Beschwörung sagt sie, siehst du mich? Und ich so, nein. Sie sagt, schließe deine Augen und sieh. Und ich schloss meine Augen. Als ich meine Augen schloss, war es, als würden sie sich in der Vergangenheit öffnen. Und ich blickte nach unten auf den Boden.
und ich konnte meine Hände vor mir sehen, und ich sah, wie Sand von meinem Gesicht rieselte. Und dann blickte ich ein wenig weiter hoch, und direkt vor mir standen diese Füße. Ich blickte auf und sah den Jesuiten, der herabschaute und lachte. Mir wurde bewusst, dass ich deshalb am Boden lag, weil ich ihn beim letzten Treffen getäuscht hatte. Also, sagen die Leute, wie kann das sein? Nun, wenn du in Indien studierst und dich mit den Hindus beschäftigst. Es gibt viele Geschichten von Gurus, die an einen tosenden Fluss kamen und projizieren ihr Bewusstsein auf die andere Seite, materialisieren dort ihren Körper und fahren fort. Im Grunde den Körper anderswo wieder auferstehen lassen. Teil dieser Überzeugung. Daher, für mich macht es völlig Sinn, dass er das hätte tun können, wenn er zu den Gurus gegangen und studiert hätte. In meinem Büro steht eine Statue von meditierendem Jeschua. Sie sind selten, doch erhältlich. Denn ich glaube wirklich, nachdem ich so viel geforscht habe, im Hindu-Text und im indischen und yogischen Philosophien, dass Jesus ein Yogi war, in vielerlei Hinsicht. Er hat diese Ideen gelernt, denn noch einmal, die Ideen, über die er sprach, waren Ideen, die, wie du sagtest, weder in der jüdischen noch in der römischen Tradition lagen. Sie waren weit darüber hinaus, diese Dinge. Der Gedanke an, du bist Gott, in dir ist Gott. Du könntest alles, was ich kann und mehr. Das ist Ketzerei. Ja, das ist definitiv Ketzerei. Aber ich möchte eine interessante Tatsache teilen. Ich habe diese Erfahrung gemacht und bin offen damit umgegangen, mich exponierend. Nie hörte ich Negatives von einem Buddhisten. Kein Hindu hat je etwas Negatives gesagt. Auch kein Muslim äußerte sich negativ. Nie kam Kritik von einem Wicca oder Bahai. Ich galt als falscher Prophet, wiedergeborener Satan und als einer, der des Teufels Werk tut. Beschuldigungen von Christen. Denkt nach, was Christ bedeutet. Christus heißt der Gesalbte, also muss er der Messias sein. Beim Konzil von Nicäa 325 wurde er zum Sohn Gottes erklärt. Vorher war er, je nach Sichtweise, Lehrer, Prophet oder Betrüger, nicht wahr? Die Entscheidung des Konzils, ihn als Sohn Gottes zu sehen, machte andere Religionen zu Irrlehren. Dies führte zu Kreuzzügen und Inquisition, die die religiöse Welt prägten. Denn genau das würde Jesus tun. Ich schon immer. Noch etwas als junger katholischer Junge. Also, Jesus, die Liebe ist alles. Gott ist in dir. Entweder glaubst du an Jesus oder, das wirkt nicht sehr christlich. Und denk darüber nach. Es ergab einfach keinen Sinn. Das Johannesevangelium, ein Buch, das ich liebe. Gott ist Liebe. In reiner Liebe gibt es keine Furcht. Aber das Alte Testament berichtet, Gott sandte 2 Bären, die 42 Kinder töteten, weil sie einen Kahlen verspotteten. Das gibt es eben. Das Interessante an der Bibel ist für mich, die Texte, die zur Bibel geworden sind, wurden von jüdischen Sekten geschrieben, die eigene Ziele hatten. Sie suchten messianische Erfüllung des jüdischen Gesetzes. So waren die Originaltexte nicht mal konform mit Jeschuas Lehren. Und wissen Sie, es wird immer geredet. Ich höre oft, wie Leute das aramäische Evangelium erwähnen. Viele realisieren nicht, ein aramäisches Evangelium existiert nicht. Das sogenannte aramäische Evangelium ist die Peshitta, eine Übersetzung aus dem Griechischen ins Aramäische. Folglich gibt es kein originales aramäisches Evangelium. Und beim Betrachten der nächsten Versionen begannen sie zu übersetzen. Wir leben im Jahr 2023. Ist Ihnen klar, dass das Jahr falsch ist? Sie wissen, es ist falsch, laut Bibel. Ein Jesuit kam zur Welt während einer Kaiserherrschaft, deren Namen ich vergaß. Er starb etwa 6 oder 8 Jahre zuvor. Das Aufstiegsdatum oder das Anzeigedatum, richtig? Wir wissen, er konnte nicht vor 2023 Jahren geboren sein. Unsere Zeitrechnung? Falsch. Wann geschah es? Historisch war das im Mittelalter. Aber selbst unsere Vorstellung von der Hölle, mit Schwefel und Feuer und all dem, ist ein Spiegelbild von Dantes Inferno, einem Text aus dem Mittelalter. Denn das Wort Gehenna, das ins Deutsche als Hölle übersetzt wurde, war tatsächlich eine Mülldeponie,
auf der man seinen Abfall außerhalb Jerusalems verbrannte, und all der schlechte Kram wurde dort verbrannt. Interessant. Entschuldigung, bitte fahren Sie fort. Nein, aber das wirklich Faszinierende ist, dass ich mehrere Personen, ich hatte schon viele Menschen mit Nahtoderfahrungen in der Sendung, ja, und Medien und Mystiker und all diese Dinge. Und ein gemeinsamer Nenner ist, dass es keine Hölle gibt. Und das Größte, was ich höre, Kommentar, ist, wenn wir wagen zu behaupten, es gäbe keine Hölle, erfüllen wir des Teufels Werk. Offensichtlich bin ich ein Dämon und so weiter. Wir alle sind es. Es ist faszinierend, denn als Kind, ich verstand es nicht, als sie mir von der Hölle erzählten, war ich zutiefst verängstigt. Ich war absolut in der 1. Klasse, ohne Zweifel. Sie sagten, du landest in der Hölle, wenn du nicht dies und das tust. Ich dachte an den Stress, den ein Erstklässler dadurch erlebt. Du denkst, oh mein Gott, was tun? Es macht keinen Sinn. Als Elternteil siehst du deine Kinder und denkst, es gibt nichts, was sie tun könnten, um das zu verdienen. Als Elternteil würde ich sie nie zur ewigen Verdammnis verurteilen. Egal, was sie tun. Stell dir vor, Gott sagt, oh, du warst Sonntag nicht in der Kirche, hast Freitag Fleisch gegessen. Stell dir vor, George Carlin macht sich über Fleischessen am Freitag lustig. Er meint, das Fegefeuer sei abgeschafft. Denkst du, manche sitzen dort noch wegen Fleischkonsums? Ich habe stets dasselbe gesagt. Sie haben es geändert. Kehren Sie zurück. Hier ist was Interessantes. Wenn ich diese Leute höre, wie sie so negativ auf mich zukommen, ist das Erste, was ich tue, bevor ich emotional reagiere, mich zu fragen, was ist Ihre Angst? Wovor haben Sie Angst? Wo befürchten Sie, keine Liebe zu erhalten? Und man kann es tatsächlich immer herausfinden. Die Menschen, die mich beurteilen, tun es aus Angst, falsch zu liegen oder Angst, oh ja. Wenn du recht hast, bedeutet das, dass alles, worauf mein ganzes Leben basiert, das Fundament meiner Überzeugungen, falsch ist. Und wenn sie falsch sind, dann bricht meine ganze Welt grausam zusammen. Das gilt für die Politik, das gilt für die Religion, das gilt sogar für das, was man isst. Reden wir über Veganer und Fleischesser, vergiss es. Oh mein Gott. Aber was, wenn ich sowohl Veganismus als auch Fleischkonsum richtig finde? Mich interessiert vor allem Liebe und Frieden. Doch Veganer können sehr vehement und bösartig sein. Sie attackieren immer wieder. Mac und PC. Was möchtest du? Teile es, leg los. Genau. Egal, ob du Mac- oder PC-Nutzer bist, wenn du denkst, PCs sind gut, zerstör es einfach. Das von dir erschaffene Konstrukt in deinem Kopf, um dieses Leben zu leben. Wird das in Frage gestellt, kämpfst du bis zum Tod. Es sei denn, du bist aufgeschlossen und weniger ängstlich. Ohne Furcht könntest du innehalten und sagen, ist Reinkarnation möglich? Lass uns das genauer betrachten und sehen. Ich weiß, mir wurde gesagt, es sei nicht möglich, aber weißt du was? Es ergibt irgendwie mehr Sinn, denn wenn man nur ein Leben hat und das ist mies. Es steht geschrieben, es steht in der Bibel. Glaubst du, das steht in der Bibel? Wer sagen sie, dass ich sei? Manche meinen, du bist Elia oder ein anderer Prophet. Doch ich sage, Elia kam schon, unerkannt von euch, als Johannes der Täufer. Sie mussten also annehmen, dass er, Johannes oder Jesus von Nazareth, uns erlösen könnte. Es ist faszinierend. Sobald man tiefer in Themen wie Spiritualität eintaucht, sieht man, dass oft Angst im Kern steht. Angst ist die Basis für viele heftige Reaktionen. Doch mit Offenheit, und ich glaube, heute mehr als vor 20 Jahren, gibt es mehr Suchende. Menschen erkennen, der traditionelle Weg funktioniert nicht mehr. Wir hinterfragen nun alles. Ole, ich freue mich, dass du das erwähnst, denn meine Vorträge waren vor 20 Jahren. Meine erste Rückführung war 1999. Ich hielt überall im Land Vorträge, wie bereits erwähnt. Der Grund für mein Aufhören war, dass sich die Aufmerksamkeit nur auf meine Person richtete, anstatt in die Göttlichkeit einzutreten. Vor 1,5 Jahren entschied ich mich zur Rückkehr. Ich bin überwältigt und von der Veränderung in der Menschheit überwältigt, weil jeder danach fragt, wie mache ich das? Wie komme ich dahin? Und es gibt einen starken Drang zur Verbundenheit mit Gott. Ich liebe das Gottesbewusstsein, bla bla, oder wie man es nennt, das Universum, die Quelle. Ja, Gott ist anscheinend ein Reizwort. Ja, das ist er.
ebenso wie Jesus. Richtig. Und ich nenne ihn Jeschua, denn so erinnere ich mich an ihn. Richtig. Und man sieht es dem Gemälde nicht an, aber er sah tatsächlich viel hellerhäutig aus, als das Gemälde es zeigt. Das Gemälde ist tatsächlich dunkler. Ich wurde gekreuzigt, weil er dunkelhäutig war. Und es war so, es ist, was es ist. Verändert Ihre Vorstellung vom Möglichen. Noch einmal, es ist Galileo. Es ist im Grunde genommen, wie meinen Sie, dass die Sonne... Was? Sie vergaben ihm 1986 im Jahr von Ferris Bueller's. Ferris macht blau erschien. Was soll das denn? Gott sei Dank sind Sie gekommen. Ich meine, zumindest während Ferris im Kino lief. Genau. Und große Probleme im kleinen China. Gleiches Jahr offensichtlich ein sehr spiritueller Film an sich. Dies ist etwas, das ich immer wieder aus eigener Erfahrung feststelle. Auf der Erde zu wandeln ist wie, es gibt etwa 1 bis 2 Milliarden Buddhisten, dazu noch 1 Milliarde Hindus. 1 Milliarde Katholiken und unzählige andere Religionsarten existieren. Sie betrachten alle eine andere Seite des Elefanten, wie das alte Sprichwort sagt. Es ist so wahr. Da denkst du, ach so, der Schwanz, das ist der Weg. Nein, der Rüssel ist der Weg. Nein, der Fuß zeigt den Weg. Du denkst, nein, das ist es nicht, nur ein Teil des Ganzen. Aber ich habe es geliebt. Du sagtest, wenn man Liebe finden kann. In allen Religionen, in allen Formen der Spiritualität, solange man nicht verurteilt oder richtet. Und das ist so mächtig, denn es gibt übrigens katholische Priester, die gerade jetzt. Ich hatte sie in der Sendung, sie helfen verlorenen Seelen ins Jenseits überzugehen. Und ich fragte sie, wie läuft es also mit der Kirche? Wie funktioniert das zusammen mit der Kirche? Und sie meinten, lassen Sie mich einfach mein Ding machen. Aber er ist noch ein katholischer Priester. Aber er verrichtet andere Arbeit und urteilt nicht. Wissen Sie, der katholische Glaube wirklich über viele Jahre hinweg genutzt. Ich wuchs in Rehoboth Beach, Delaware, einer herrlichen Strandgemeinde auf, die auch als schwules Sommerparadies der Nation bekannt ist. Genau. Die katholische Kirche hatte eine riesige Villa. Früher gab es eine riesige Villa am Strand. Jeder Priester der gesamten Ostküste machte Urlaub in Rehoboth Beach, Delaware. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich Priester gesehen habe, die Hand in Hand mit ihrem Freund aus schwulen Bars kamen. Genau. Für mich ist daran nichts verkehrt, denn wenn Gott Liebe ist, kann Liebe in keiner Form falsch sein. Nicht wahr? Aber die Heuchelei, glaube ich nicht. Ich denke nicht, dass es gottgefällig oder sündhaft ist, mit einem Mann zu schlafen, nur weil Paulus es so sah. Paulus wird in gnostischen Schriften von Jakobus, Jeschuas Bruder, als großer Lügner dargestellt. Interessant, wenn man sich darauf einlässt, oder? Gott ist Liebe und das ist nicht alles. Und ich wollte an das anknüpfen, was du sagtest. Liebe findet sich überall, aber universelle Gedanken und universelle Wahrheiten ebenso. Buddha sagte, was du denkst, das wirst du. Du erschaffst deine Welt. Krishna sagte, du bist das Ergebnis deiner Gedanken. Die Bibel sagt, wie ein Mensch denkt, so ist er. Shakespeare sagte, nichts ist gut oder schlecht, das Denken macht es erst dazu. Und er sagte auch, Worte ohne Gedanken gelangen niemals in den Himmel. Du findest diese erstaunlichen Wahrheiten in allen Bereichen. Wenn du dich in eine Denkschule einschließt, verpasst du die wunderschöne Unendlichkeit und Einfachheit Gottes. Einverstanden. 110%. Und deshalb versuche ich, so viele verschiedene Lebenswege und Perspektiven in die Show zu bringen. Indische Gurus und Mystiker aus Europa, katholische Priester und Buddhisten, Tibeter und wunderbare Menschen wie dich. Ich versuche, so viele Dinge und Ideen wie möglich zusammenzubringen. Aber was ich festgestellt habe, und ich habe eine sehr einzigartige Perspektive darauf, weil jetzt fast an die 200 Gespräche wie dieses. Ich beginne zu bemerken, dass gemeinsame Wahrheiten immer wieder auftauchen. Und das verstehst du, wenn du meine Perspektive hast, weil ich mit vielen verschiedenen spirituellen Menschen sprechen kann, die spirituelle Erfahrungen machten oder Mystiker sind aus allen Lebensbereichen. Sobald du die Gemeinsamkeiten erkennst, denke ich, Gott ist Liebe. Okay? Das ist eine universelle Wahrheit. Das Konzept der Wiedergeburt taucht immer wieder auf. Ich habe noch niemanden getroffen, der den spirituellen Weg beschritten hat, der nicht gesagt hätte, also nein, man bekommt nur das eine Leben, denn das wäre ein Urteil. Das ist sehr statisch.
sehr starres Denken. Wiedergeburt und frühere Existenzen, solche Konzepte. Wir sind hier zum Lernen und Erleben, Erinnerung wecken, warum wir hier sind, was wir sind. Und das Prinzip von Sehen und Ernten. Ja, das Karma. Karma. Viele denken, es erstreckt sich über viele Leben und fragen sich, ob sie durch ihr Karma verdammt sind. Doch Karma bedeutet, was du säst und erntest. Wichtig ist das Bewusstsein, dass du in jedem Moment Neues säen und anders gestalten kannst. Es geht darum, dass Menschen sich darauf einlassen. Diese New Age-Ansichten, und ich sage bewusst New Age, ohne das negativ zu meinen. Ich denke, New Age-Dogmen sind so verbreitet wie die Dogmen alter Zeiten. Oh, ganz bestimmt. Häufig verwenden sie beispielsweise gerne das Wort Meditation. Wenn du Meditation sagst, kann das Mantra-Meditation, Atemmeditation, Kerzenmeditation, Gehmeditation sein. Ich nenne es nicht mehr Meditation, weil es so kompliziert geworden ist. Ich nenne es in Liebe sitzen. Und ich gehe einfach in mein Zimmer und ich ausatmen und ich spüre den Raum und plötzlich sind 40 Minuten vorbei und ich war in diesem herrlichen Glückszustand. Als ich das täglich praktizierte, harmonisierte sich meine Welt. Dann experimentierte ich mit etwas Neuem. Ich meditiere beim Einkaufen. Ich betrete den Supermarkt und bevor ich hineingehe, gehe ich. Ich bekomme dieses Gefühl, gehe lächelnd vorbei und die Leute schauen, lächeln zurück und sprechen mit mir, weil sie es ungewohnt finden. Sie sind es nicht gewohnt, es zu erleben. Mir wurde klar, es gibt eine grundlegende Körperfunktion. Wenn wir Angst haben, halten wir Luft in uns zurück. Wenn wir Eltern sind und Kinder haben, kennen wir diesen Moment. Wenn der Kleinkind quer durch das Wohnzimmer läuft, stolpert, fällt und beinahe mit dem Kopf auf den Couchtisch knallt. Und wir schnappen nach Luft. Das tun wir, weil wir unsere Lungen füllen, damit wir schnell laufen können. Und Menschen in Angst sagen oft, ich kann nicht atmen. Doch sie können atmen. Sie lassen nur ihre Luft nicht raus. Ein Schauspieler auf der Bühne hingegen ist darauf trainiert. Vergisst er seinen Text und gerät in Panik, ist er darauf vorbereitet, auszuatmen und seine Muskeln zu entspannen. Und plötzlich kehren alle Texte in ihren Kopf zurück, da sie die Angst abschalten können. Die Idee, dass jede Meditationsart, die ich probiert habe, zum Moment führte, als ich aufbrach. Und lasse einfach los. Und so umgehe ich die Methode und die Technik und komme direkt zum Loslassen. Und so erreiche ich diesen Raum sehr schnell. Und wenn ich Einzelsitzungen mache, führe ich viele private Sitzungen für Menschen durch. Ich mache manchmal 4 oder 5 am Tag, weil ich Menschen helfen möchte, diese Barrieren zu durchbrechen. Und es ist faszinierend zu sehen, wie sie angespannt ankommen, nicht wahr? Wenn ich sie auf ein positives Ergebnis fokussiere und Neues erschaffen lasse, lachen sie am Ende der Sitzung und atmen durch. Ist Lachen nicht einfach ein freudiges Ausatmen? Sie sitzen einfach dort und spüren das Gefühl. Hat also Jesus meditiert? Jesus tat es, auch wenn unklar ist, ob er eine spezielle Meditationsform nutzte. Er zog sich lange zurück und saß allein. Das betrachte ich als Meditation. Innenschau halten? Ja, als Meditation betrachte ich das. Was wirklich interessant ist, war dein früheres Gespräch. Du sagtest, verwende Dämon oder ähnliches. Das ist interessant. Das Wort Satan hat 2 getrennte Wörterbuchbedeutungen. Eine davon ist Betrüger. Die andere ist eine Versuchung, welches ich wirklich interessant finde, denn unser Satan ist unsere eigenen Versuchungen. Es sind unsere Gedankenflut aus unserer Vergangenheit. Genau. Und für mich läuft es wirklich darauf hinaus, dass man meditiert, um sich selbst näher zu kommen. Ich tue es wirklich. Ich sitze in Liebe, denn für mich glättet es wirklich mein Leben. Lass mich fragen, denn du hast etwas in mir ausgelöst, das mir in den Sinn kam, als du sagtest, dass Satan Versuchung bedeutet. Nun könnte man behaupten, dass diese gesamte Existenz eine Verführung der physischen Gestalt darstellt, um frei zu sein von der Versuchung der physischen Form, darüber hinauszugehen, sie zu überwinden, wie es alle großen Meister tun, Jesus, Buddha. Ich beziehe mich auf Yogananda, Babaji, all diese indischen Yogis und dergleichen. Sie gehen über das Physische hinaus. Sie haben der Versuchung entsagt und verspüren keine Verlockung zu physischen Vorstellungen. Sie erreichen den Punkt ohne Anhaftung an den Körper, was eine Art ultimative Befreiung ist. Sind Sie erfahren im Umgang damit?
aus dem Körper auszutreten? Ich habe meditiert, jetzt seit 5 Jahren. Ich würde sagen, ich meditiere täglich etwa 1 bis 2, manchmal auch 3 Stunden. Ich habe gerade über 1 Stunde vor dem Anruf meditiert und werde noch etwas mehr als 1 Stunde vor Tagesende tun. Wenn du weiterhin so intensiv meditierst, ständig. Am Anfang, das sagte ich bereits in der Sendung, ist es ein Durcheinander. Du versuchst nur, da zu sitzen. Es ist ein absolutes Chaos. Dein Gehirn hält dich auf. Dein Gehirn, was tust du da? Was geht vor? Dies und das, bis ich jetzt denke, ich brauche es zum Funktionieren im Alltag. Aber es gab Zeiten, wo ich so tief eintauchte, dass ich bin an einem anderen Ort. Ich weiß nicht wo. Ich sprach mit tibetischen Mönchen, mit buddhistischen Mönchen, die lange meditieren. Sie sagen, oh ja, wir verstehen dich. Ah, du bist auch dort angekommen. Super. Es ist, als ob es nichts Besonderes. Jeder könnte es tun. Jeder könnte es tun. Ich mache den Großteil meiner großen spirituelle Lichtershow-Erlebnisse zu meiner Naivität. Oh ja, durch völlige Naivität, genau. Ich erlebte ein sogenanntes Kundalini-Erwachen in einem New Orleans-Zelt. Das ist ein guter Ort dafür, mein Herr. Seltsam allerdings, was passiert ist. Sie erlebten eine rekordverdächtige Kältewelle, ich fror im Zelt den Hintern ab. Früher in der Woche sah ich das bei 60 Minuten. Einige buddhistische Mönche betraten eine Gefriertruhe und legten sich kalte, nasse Handtücher auf. Als sie wieder herauskamen, waren die Handtücher ungefähr 50 Grad heiß. Fast so, als ob die Hitze der Handtücher ihre eigene Körperwärme überstiegen hätte. Und das war einfach unglaublich, oder? Also hier sitze ich in diesem Zelt in New Orleans und friere mir den Hintern ab. Ich denke mir, wenn die das können, dann kann ich das doch auch, total naiv und ahnungslos, irgendwo auf einem Berggipfel sitzend. Also habe ich beschlossen, mich auf meine Füße zu konzentrieren. Und ich konzentriere mich auf meine Füße. Und ich konnte meine Füße spüren. Und ich sagte mir, meine Füße werden warm. Und sie wurden warm. Und dann, okay, ich bringe es hoch zu meinen Schienbeinen. Und über einen langen Zeitraum hinweg schaffte ich es bis zu meiner Brust. Und es ging nicht weiter hoch. Und dann setzt der Verstand ein und sagt, du musst es erzwingen. Erzwingen. Und ich sitze da und versuche es hochzubringen und plötzlich höre ich diesen Gedanken. Und ich sage es so. Es ist, als würde man die Gedanken eines anderen hören oder die Gedanken Gottes oder so etwas. Es sagt, entspann dich hinein. Und ich lass los, atme einfach aus und zack. Ich war alles und ich war im Reinen. Die weiße Weite, von der ich sprach. Das war, bevor ich meine Aggression hatte. Diese weiße Weite, in der ich mich eins mit allem fühlte und ich hatte einfach dieses unglaubliche, vollkommen warme Gefühl. Und dann wachte ich am nächsten Morgen auf, drehte mich zu meinem damaligen Comedy-Partner, der ein langjähriger TM-Praktizierender war. Und ich war wie, das ist mir passiert. Und ich habe alles erklärt. Er sagt, oh mein Gott, du hattest ein Kundalini-Erwachen. Ich versuche schon seit Jahren, so eines zu erleben. Und dann wurde mir klar, da ich naiv war, brauchte ich es eigentlich nicht zu versuchen. Und der Glaube, dass ich es versuche, gleicht einer Bitte an Gott, es zu tun. Ich will, ich brauche, ich hoffe, ich versuche. Unsere Handlungen jenseits des Jetzt. Ich begrüße Sie freudig. So beschloss ich am nächsten Abend, es nochmals zu versuchen, nicht wahr? Und ich begann den Prozess. Und plötzlich, während ich die Hitze erhöhte, hörte ich den Reißverschluss des Zeltes aufgehen. Und ich öffnete meine Augen und sah, wie mein Comedy-Partner ins Zelt trat, über mich hinwegstieg und ich blickte hinunter auf mein eigenes Gesicht dort unten. Ich sah meinen Körper unter mir und dachte nur, innerhalb Minuten war ich zurück in meinem Körper. Heilige Scheiße. Was war das? Ich sagte, ich sah, wie du ins Zelt kamst. Was auch immer geschah, als er das Zelt betrat, ich konnte nur hören, was die meisten als das Om-Geräusch kennen. Also ich sah, wie du ins Zelt gingst. Du bist gleich rüber. Ich sah mein Gesicht und er fragt, hast du das Summen gehört? Ich, ja, er. Das heißt, du warst außerkörperlich. Passiert mir oft, weißt du? Also, die Leute, die es wissen, sprechen nicht unbedingt darüber. Die Leute, die darüber sprechen, wissen es nicht unbedingt. Aber es ist eine Sache von, es ist immer eine persönliche Erfahrung. Es ist immer dein Abfall. Dann kam ich an den Punkt, wo ich ständig außerkörperliche Erfahrungen machte.
Ich machte Dinge wie Aufwachen, der Wecker klingelte, ich griff rüber, um ihn auszuschalten und konnte nicht verstehen, warum es mir nicht gelang. Dann wurde mir klar, ich hatte meinen Arm vergessen. Mein Arm war hier. Aber die andere Hand schlug dort drüben zu. Und dann erzähle ich euch eine lustige Geschichte. Also habe ich wieder diese Technik angewendet, die Wärme in meinem Körper aufsteigen lassen. Und ich konnte mich regelmäßig aus meinem Körper lösen und bin auf dem Gelände des Renaissance-Festivals in Maryland herumgewandert, um es einfach zu erleben. Und dann eines Nachts bin ich herausgekommen und dachte, ob ich wohl über Distanzen reisen kann. Also ging ich zu meinem alten Heimatort, dem Roboterstrand, und kam schließlich bei meinem Freund an, zu Hause. Wie bereits erwähnt, mag ich es zu. Ich hole mir Beweise und Dokumentation, also gehe ich hin und denke mir, okay, was kann ich sehen, dass ich nachprüfen kann, dass es da war. Und ich bin zu meinem Freund Bo rübergegangen, bin da, schau rüber und er schläft auf dem Sofa. Und ich so, okay. Er schläft auf dem Sofa und ich dachte, ob ich ihm den Gedanken wohl übermitteln könnte. Und ich sagte einfach, ich muss. Seinen Gedanken übermitteln, wenn er ihn mir sagt. Ich weiß, dass ich was getan habe. Und ich ging rüber und dachte, was sage ich jetzt? Was sage ich? Lila Nashorn, lila Nashorn, lila Nashorn, lila Nashorn. Weil ich etwas so Seltsames wollte, dass, wenn er es sagen würde, ich ihn am nächsten Tag anrufen würde. Wie geht es dir? Er meint, es sei seltsam, dass ich angerufen werde, Alter. Er träumte, ich sei bei ihm und sagte, lila Nashorn. Wortwörtlich erzählte er das am Telefon. Also gehe ich hin. Der Schlüssel zu allem Gesagten ist meine Meinung. Ich glaubte, ich tat die Wand. Sie blicken durch den Raum auf die Wand gegenüber und erkennen, dass Einstein uns gesagt hat, diese Wand sei nichts anderes als ein reines Energieereignis in Bewegung. Ja. Und die Luft, die sich zwischen ihnen und dieser Wand befindet, ist ein reines Energieereignis in Bewegung. Genauso verhält es sich mit den Augen, mit denen sie blicken. Dieses ganze Ding ist ein Produkt ihres Glaubens. Ein Produkt dessen, was sie investieren. Simulation, wenn Sie wollen. Ja, ganz sicher. Wenn man es so betrachtet, beginnt man zu erkennen, dass es gibt etwas, worüber Leute reden. Aktuelle Superheldenfilme drehen sich um Multiversen. Ja, genau. Es ist erstaunlich, nicht wahr? Ja, du kannst am selben Tisch mit jemandem sitzen. Du hast Spaß, während die andere Person leidet. Und die Geschichte, die ich gerne erzähle, ist, dass ich mit einem Freund in ein Restaurant gegangen bin. Auf dem Weg dorthin sagt er, ich hasse diesen Laden. Warum kommen wir immer hierher? Wovon redest du? Ich liebe diesen Ort. Das ist das perfekte Schnellrestaurant. Wir gehen rein, setzen uns. Die Kellnerin kommt und sagt, es tut mir leid, ich habe einen schlechten Tag. Das beeinflusst den Service. Das ist unfassbar. Der Typ mir gegenüber ist sofort sauer, oder? Ich denke mir, ich kann ihr doch Liebe geben, oder? Also sage ich, oh, es tut mir so leid, dass du einen schlechten Tag hast. Warum setzt du dich nicht? Ich besorge dir etwas zu essen und kümmere mich um den Rest deiner Tische. Oder? Und sie fing an zu lachen und wir machten hin und her Witze. Und es war wunderschön. Ich bekam ihre Nummer. Jetzt der interessante Teil. Wir bestellten unser Abendessen, die Salate kamen. Ich schwöre, mein Salat sah aus, als wären die Blätter einzeln ausgewählt, als ob Lichter aus dem Himmel darauf schienen. So großartig war er. Sein Teller wurde hingestellt. Es war der Kern des Eisbergs, der Salatkopf, viertelweise geschnitten. Es war einfach die schlimmste Erfahrung überhaupt. Unsere Steaks kommen. Wir haben beide Steaks bestellt. Ich schwöre dir, mein Steak wurde von meiner Mutter zubereitet. Es war genau so, wie ich es mag. Einfach perfekt. Er schnitt in sein Steak und das Innere war gefroren. Es ist faszinierend, schon wieder. Mit so vielen verschiedenen Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen sprechen zu können, besonders in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, wenn ich viel mit Quantenphysikern und Neurowissenschaftlern rede und dann Themen wie die Simulationstheorie, Maya, die Illusion, all diese Dinge. Aber dieser Gedanke, die Welt, die wir erschaffen, ist jene, in der wir mit unseren Gedanken in unserer Realität leben. Du sprachst von Menschen, die sich durch ihre Überzeugungen selbst halten. Viele halten das für unmöglich. Doch ich sage, der Placebo-Effekt ist ein reales Phänomen. Das Phänomen ist in der Wissenschaft bekannt und wird verabscheut. Forscher verstehen es nicht und grübeln darüber. Es ist eine Kraft. Der Glaube allein, dass eine Zuckerpille heilt, wirkt wie Magie. Wissenschaftler sind ratlos über das Warum. Das zeigt die enorme Macht des Gehirns. Das ist die Kraft, nicht des Gehirns, sondern des Geistes.
der Konzentration. Wenn man über außerkörperliche Erfahrungen und solche Dinge spricht, klingt das für einige nach Hokuspokus, was in Ordnung ist. Aber tiefergehende Forschung offenbart mehr. Yogische Philosophien von vor 2, 3, 4, 5.000 Jahren und ihre Schriften, diese Ideen werden schon ewig besprochen. Ewig. Das sind keine esoterischen Spinnereien. Diese Ideen stammen aus einer sehr tiefen Quelle, die es schon seit Tausenden von Jahren in der Menschheit gibt. Leider wurden einige dieser Ideen von eher dieser Art von esoterischem Flair vereinnahmt. Und das ist es, was viele Leute abschreckt. Und genau das versuche ich hier in der Show zu ändern, indem ich einen etwas praktischeren Standpunkt einnehme. Denn ich bin wie du, ich bin eher wissenschaftlich orientiert. Ich bin rationaler und pragmatisch. Ich bevorzuge das Praktische, es entspricht mir. Eines fiel mir bei meiner ersten Regression auf. Ich sagte, es ist so einfach, dass es schwer zu verstehen ist. Oder? Es ist so einfach. Wenn ich über diese Einfachheit spreche, sage ich, wenn du sagst, du hast Hunger, knurrt dein Magen. Wenn du sagst, du bist müde, gähnst du. Richtig? Ich bin es der Name Gottes. Ich bin müde, du gähnst. Du erschaffst tatsächlich. Du gestaltest bereits deine Erfahrung. Du bist bereits göttlich. Du machst es schon. Es geht darum, sich bewusst zu werden, wie der Jesuit. Doch das Besondere an Jeschua war, dass er dies erkannte. In Bewegung. Wie ich sagte, wir durchqueren die Zeit nicht linear. Die Zeit durchströmt uns. Und so? Die Bibel. Mutter kommt zum Jesuiten und sagt, der Wein ist alle. Erste Zeile, er sagt, es ist noch nicht Zeit. Und dann wendet er sich an die Diener. Er sagt, füllt diese Krüge mit Wasser. Und sie gehen und füllen die Krüge mit Wasser. Und im Laufe der Zeit geht er hinüber, hebt seine Hand und bumm, es ist Wein. Also er verstand, dass er es durch seine Überzeugungen in seine Erfahrung brachte. Er verstand, dass er alle 3 Elemente, Gedanken, Wort und Tat einsetzen musste, denn die Tat war, die Krüge mit Wasser zu füllen, weil Taten, die im Glauben verwurzelt sind, schöpferisch sind. Und so musste er Gedanken, Worte und Taten in die Tat umsetzen, bis er schließlich in Wein gipfeln konnte. Und die meisten Menschen tun sich schwer mit der Erkenntnis, dass sie all ihre Lebenserfahrungen selbst herbeiführen. Du hast vorhin von Nahtoderfahrungen gesprochen. Eines der Dinge, die ich an Nahtoderfahrungen interessant finde, ist die Lebensrückschau. Denn sie überschreiten die Grenze, jedes mit eigenem Wissen. Wenn du Christ bist, siehst du Jesus und Buddha. Du siehst Buddha und Shiva, du siehst Shiva. Doch das andere, was passiert, ist, dass du hinübergehst und eine Rückschau deines Lebens hast und all die Gefühle deines Lebens und all die Gefühle der Menschen, mit denen du interagiert hast. Das hörst du auch, nicht wahr? Meiner Überzeugung nach passiert beim Übergang, dass du durch deinen Glauben hindurch und aus deinem Glauben heraus musst. Und während du durch deinen Glauben hindurch und aus ihm herausgehst. Deswegen sehen manche Menschen die Hölle, weil sie an die Hölle glauben und meinen, sie hätten etwas falsch gemacht. Ich kannte jemanden, der durch die Hölle ging. Sie meinte, es sei nur, weil sie glaubte, das durchmachen zu müssen. Genau richtig. Und aus diesem Grund, ein weiterer Aspekt dabei ist, glaube ich, es wird als Rückkehr in die Einheit mit Gott bezeichnet. Im Hinduismus ist das Bewusstsein Gottes das Satchitananda und wir sind die individuellen Funken dieses göttlichen Bewusstseins. Im Grunde genommen wird man also wieder darin eingefaltet. Und um es wirklich interessant einfach zu machen. Menschen fragen mich ständig nach der Dreifaltigkeit. Ich denke, wir sind der Heilige Geist und der Vater. In Gott gibt es kein Geschlecht. Der Vater entstammt der patriarchalischen Zeit seiner Entstehung. Doch er symbolisiert das Gottbewusstsein. Der Sohn repräsentiert das Bewusstsein der materiellen Welt. Der Heilige Geist steht für das Bewusstsein dazwischen. Unser wahres Ich, frei von Ängsten und Sorgen, das unser göttliches Selbst voll erkennt. Wir erhalten Informationen von diesem göttlichen Selbst. Es kommt durch. Doch dieses göttliche Selbst ist mit dem anderen Sitzet-Schlüssel verbunden, mit anderen individuellen Funken der Einheit. So tappst du in Gottes Einheit. Halte ich eine private Sitzung, setze ich mich eine Stunde vorher hin, notiere den Namen der Person und tue, was ich erwähnte. Ich lasse einfach. Ich lasse los. Und Worte beginnen sich in meinem Kopf zu formen. Und ich führe für jeden automatisches Schreiben durch. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass sie kommen und dann sagen sie, oh mein Gott, wie konntest du das wissen? Wie hast du das gewusst? Ich hatte einmal jemanden und buchstäblich zu Beginn der Sitzung sagte ich weiß nicht.
warum ich das sagen soll. Aber du bist wahrhaft köstlich. Und sie sagt, was genau? Ich fuhr fort zu lesen und nannte sie Tschutschi-Gesicht. Und dann sagte ich etwas. Und das war die faszinierendste Zeile, dass alle empirischen Beweise gefunden werden. In einer Illusion des Glaubens. Also ist die Wissenschaft selbst ein Dogma, was ich interessant fand, nicht wahr? Also las ich dieser Dame das vor. Und sie sagt, oh je. Sie sagte also, lass mich dir sagen, worüber du redest. Mein bedauerlicherweise verstorbener Ehemann. Unser Lieblingsfilm war Chitty Chitty Bang Bang. Er sang oft, du bist wahrhaft köstlich. Und zu mir, seinem kleinen Schnuckelgesicht, die Zeile über empirische Beweise in einer Glaubensillusion, die hast du aus seinem Buch gelesen. Richtig, aber ich urteile nicht über das, was kommt, wenn ich mich öffne. Es ist mir egal, ob es aus einem Übergang oder direkt aus Gottes Bewusstsein kommt. Alles ist eins, glaube ich. Beim Übergang werden wir in diese Einheit zurückgefaltet, denke ich. Es ist alles ganz einfach. Es geschieht im Hier und Jetzt. Das ist herrlich. Und um auf deine Worte über den Wein zu sprechen, den Jesus quasi einen Salon-Zaubertrick vollführte. Jesus hat, wie du es gerade gesagt hast, ich dachte mir so, das ist ein Yogi, das ist eine yogische Kraft. Ich meine, wenn du zurückgehst und hörst und liest, einfach die Autobiografie eines Yogi von Yogananda liest. Lies die Wiederkunft Christi von Yogananda. Ach, genau. Die Auferstehung Christi, die in deinem Inneren lebt, ist wahrhaftig umwerfend. Mein Lieblingszitat von Yogananda ist, dass Jesus vor 2000 Jahren kreuzigte, aber seine Lehren immer wieder gekreuzigt werden. Und Gandhi sagt, ich mag euren Jesus, eure mag ich nicht. Das ist wirklich beeindruckend. John, ich würde gerne auch von dir erfahren, was deine Gedanken zum Weltgeschehen von heute sind. Diese Art von Wahnsinn, die in den letzten 3-4 Jahren zu beobachten ist. Länger wahrscheinlich, aber erst richtig seit der Pandemie und all dem Zeug, dass die Welt einfach, es scheint, als wäre sie außer Kontrolle, aber gleichzeitig haben wir beide gesagt, dass es scheint ein Erwachen zu geben. Also es gibt viel Verrücktes, aber auch viel Spirituelles, das dem entgegenwirkt. Es freut mich, dass du fragst, Alex, denn es ist mir wichtig, darüber zu reden. Wisse, Sokrates sagte, bei verlorener Debatte wird Verleumdung zum Werkzeug. Und du hast in den letzten Jahren viele Schmähungen gehört. Du hast viel von fehlender Agenda gehört. Wir stehen einfach gegen dich, ohne eine wirkliche Idee zu haben. Genau, du hast sicherlich schon viel von dieser Spaltung gehört. Die Welt ist überwiegend ein positiver Ort, aber viele Menschen sehen das nicht. Wenn ich einen Job in Cleveland hätte und circa eine halbe Stunde davon wohnen würde, würde ich täglich pendeln, passierte ich wohl 1000 Autos auf der Straße. Und einmal täglich, vielleicht nicht jeden Tag, aber angenommen einmal pro Tag, könnte ein kleiner Auffahrunfall am Straßenrand passieren. Was wird in den Nachrichten sein? Die Anomalie, das Besondere, das eigentlich Schlagzeile Nummer 1 sein sollte, ist, dass 999 Autos sicher ihr Ziel erreicht haben. Genau, denn das spiegelt die Wahrheit unserer Realität wider. Am interessantesten finde ich, dass täglich Liebesgeschichten passieren. Doch wir beachten sie nicht, weil unsere Gesellschaft auf der Prämisse beruht, dass Angst verkauft. Deshalb sage ich immer wieder, wir sprachen ja auch vorhin über den christlichen Katholizismus. Das Konzept des Katholizismus beruht auf Angstmarketing zur Rekrutierung. Du bist in Sünde geboren, oder? Kenne keinen Elternteil. Auf der Welt, der sein erstes Kind im Arm hielt und sagte, Igitt, schau den kleinen Sünder an. Sie sagen das nicht. Fang mich damit nicht an, okay? Und dann, erst Kommunion, sie sind so, ja, wir indoktrinieren sie, das ist es, was sie tun. Dann kommen sie in die Jahre des kognitiven Denkens mit 13 und sie sagen, oh, wir sollten sie das bestätigen lassen. Und dann haben sie die Firmung, nicht wahr? Und dann geben sie ihnen diese Sache namens Beichte. Das heißt, du kannst schlechte Dinge tun, aber es gibt nur einen Ort, zu dem du zurückkehren kannst, um davon freigesprochen zu werden. Nicht wahr? Und dann fangen deine Hormone an zu wirken, die Hormone setzen ein und sie sagen, oh, du hast jetzt Hormone? Also, wenn du eine Vorliebe für das andere Geschlecht hast, dann solltest du heiraten und mehr Babys mit Erbsünde bekommen. Und wenn nicht, dann solltest du Priester oder Nonne werden. Richtig? Und so halten sie den Rekrutierungskreislauf am Laufen, nicht wahr? Alles basiert auf Angst.
Aber lassen Sie mich klarstellen, ich möchte den Katholizismus nicht schlecht machen. In jedem Glauben habe ich wunderbare, liebevolle Menschen getroffen. Aber der Kreislauf der Ängste ist wirklich. Und dann, wie im Jahr 1830, Minister Darby sprach mit einem schottischen Jungen über einen Traum, den er hatte, und Minister Darby ging in den Wald, setzte sich hin und dachte über diesen Traum nach. Dann öffnete er seine Bibel und sah diese eine Zeile, die besagte, sie werden sie sammeln. Und dann begann Minister Darby, alles aufzuschreiben, und er schuf diese Idee. 1830 ereignete sich das, bekannt als die Entrückung. Ach ja, genau das. Entrückung ist nicht in der Bibel. Viele Glaubensrichtungen propagieren es, als wäre es so. Die Left Behind-Reihe und Ähnliches stammen von einem Mann aus den 1830ern. Auch Herr Darby hatte viele Endzeitüberzeugungen. Diese Jahre sind jedoch gekommen und gegangen, nicht wahr? Sie wählen jedoch jene aus, die sich als mächtige Werkzeuge der Angst eignen, um Menschen in Furcht zu halten. Es handelt mehr von Macht als von Liebe. Als ich 2000 nach Ägypten reiste. Überall, wo ich im Land hinkam, wurde ich wie ein echter Prinz behandelt. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, ich war am Berg Sinai und bestieg den Berg Sinai. Man beginnt um 01:00 Uhr morgens mit dem Aufstieg, um 02:30 Uhr morgens. In der Dunkelheit an der Südseite des Berges Sinai hörte ich John. John, was übrigens wirklich abgefahren war, ehrlich gesagt. Oh Gott, mein Gott. Brennt da etwa ein Busch? Es war nicht Gott, sondern der Hotelmanager, bei dem ich übernachtete. Er rannte 1,5 Stunden den Sinai hoch, um mir seinen Mantel zu geben, da er meinte, ich friere. Ach du meine Güte. Das ist unglaublich. Am nächsten Tag gehe ich durch das Katharinenkloster und dieser Typ kommt auf mich zu und fragt, ob ich Amerikaner sei. Ich sage ja, ich bin Amerikaner. Er sagt, ich auch. Er fragt, ob ich seit meiner Ankunft hier Probleme hatte. Ich sage nein. Alle behandeln mich wie einen Prinzen. Er sagt, überall, wo ich hinkomme, wollen die Leute mit mir kämpfen. Keine Ahnung warum. Woran mag das liegen? 5 Minuten später wollte ich dem Kerl in den Hintern treten, oder? Was wir in die Welt tragen, unsere Überzeugungen und Erfahrungen, erhalten wir genauso zurück. Die Menschen wollen einfach nur Liebe. Es gibt eine Heldin, meine Heldin, die zu unbekannt ist. Ihr Name Antoinette Tuff. Antoinette Tuff war eine Büroangestellte an einer weiterführenden Schule und es ist ungewiss, ob sie diese Position immer noch innehat. Durch die Tür tritt ein verstörter Jugendlicher mit AR-15. Er kam, um Menschen zu töten. Er spricht und die Polizei ist bereits unterwegs. Sie ist am Telefon mit den Beamten. Währenddessen fragt sie ihn, wie kann ich helfen, Liebling? Was soll ich tun? Er erwidert, dass sich niemand kümmert. Ich kümmere mich darum, mein Liebling, ich liebe dich sehr. Sie spricht zu dem Kind und sagt, ich werde dafür sorgen, dass dir nichts Schlimmes passiert. Ich werde darauf achten, dass dir heute hier nichts zustößt. Und wir werden auf dich aufpassen, Schatz. Und sie geht rüber, sie umarmt das Kind und sie nimmt die Waffe weg. Sie sagt, komm rein, aber lass ihn in Ruhe. Sei nett. Sie informiert die Polizei, die eintrifft, die Waffe sichert und ihn behutsam hinausführt, damit er psychologische Hilfe erhält, richtig? Doch statt Angst zu zeigen oder nachzugeben, hat sie ihn nur geliebt. Sie gab ihm die nötige Liebe. Das ist die Geschichte der Kellnerin, die ich euch nach dem Essen erzählt habe. Zu Beginn meiner Mahlzeit gab es 2 negative Menschen, einen positiven Menschen. Am Ende meiner Mahlzeit gab es 2 positive Menschen, einen negativen Menschen. Wir sind verantwortlich, eine positive Spur zu hinterlassen. Wir sind dazu berufen. Viele spirituelle Menschen ringen damit, den Wunsch zu haben, die Welt zu retten. Du kannst die Welt nicht retten. Was du tun kannst, ist deinen Teil der Welt so hell zu machen, dass der Rest der Welt sich entscheidet, ihren Teil der Welt zu retten. Und am Ende retten wir die Welt. Wunderbar gesagt, mein Freund, einfach wunderbar. Ich stelle dir nun einige Fragen, die ich allen Gästen stelle. John, großartig. Was ist deine Definition guten Lebens? Mein echtes Ich zu sein, zu lieben, wie ich geliebt werden will. Wie würden Sie Gott definieren? Was ist der letztendliche Sinn des Lebens? Erkennen und auch verstehen. Liebe noch intensiver. Und wo können die Leute mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren, mein Herr? Sehr leicht zu finden, auch auf YouTube. John of New.
Und Alex, ich weiß nicht, ob du dir meine Sachen zu meinen Lesungen angesehen hast. Ja, ich möchte deinem Publikum wirklich einen $50 Rabatt auf meine Lesungen bieten. Hast du einen Link zum Teilen? Natürlich. Wir nehmen es in die Sendungsnotizen und die Beschreibung auf. Falls Interesse besteht, aber nur bei echtem Interesse. Ich zwinge euch nicht, direkt hinzuspringen und zu kaufen. Wenn es stimmig klingt und eurem Herzen entspricht, dann lebt es aus. Es ist eure Reise. Folgt dem, wenn es sich richtig anfühlt. Wenn nicht, lasst es sein. Ich erwarte nicht, dass ihr alles glaubt, was ich sage. Haben Sie abschließende Worte fürs Publikum? John, ja. Der gegenwärtige Moment ist zentral in der Schöpfung. Und euer Leben jetzt bestimmt den nächsten Moment. Sorgen wir dafür, dass er gut wird. John, ich schätze dich, mein Freund. Das war ein fantastisches Gespräch. Ich unterhalte mich so gerne mit dir. Es ist einfach eine gute Energie zwischen uns, mein Freund. Also, ich schätze dich und all deine Arbeit, die du weltweit leistest, Freund. Vielen Dank. Nachdem ich einige deiner Videos sah, finde ich es lustig, dass du Dinge sagst, die ich auch sage und denke, das ist cool. Also, gute Arbeit, Alex. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.